Viele Menschen trinken unter 1 Liter am Tag und das ist zu wenig. Vor allem, wenn du eine chronisch entzündliche Darmerkrankung hast, ist das zu wenig. Ich arbeite sehr oft mit Menschen zusammen, frage die im Erstgespräch, wie viel trinkst du? Und ich bekomme sehr oft die Antwort, na, ich komme so auf knapp 1 Liter. Vielleicht auch mal 1,5 Liter. Und ganz ehrlich, das ist zu wenig. Ich verstehe aber das Muster dahinter, weil wenn du zum Beispiel Durchfall hast, rennst du ja sowieso die ganze Zeit aufs Klo. Trinkst du dann noch mehr, musst du ja noch mal öfter aufs Klo. Und viele Leute haben da Angst und machen das dann einfach nicht mehr, weil sie sich das ersparen wollen. Aber das heißt, du fährst auf Reserve. Und das ist nicht cool, weil dein Körper unfassbar viel an Flüssigkeit verliert. Ich möchte dir in diesem Video ein bisschen mitgeben, wie du nie wieder zu wenig trinken kannst. Ich habe mein eigenes System aufgebaut im Laufe der Zeit, dass ich so auf 3 Liter am Tag komme. Und warum habe ich da was zu sagen? Ich bin Morbus Crohn-Patient, ich habe einen Darmriss überlebt und in dieser Darmrissphase hatte ich ein Kurzdarmsyndrom. Das heißt, alles, was du oben reinsteckst, kommt in Minuten wieder unten raus. Ich habe hier neben dem Mikrofon habe ich einen Port unter der Schulter. Darüber habe ich eine ganze Zeit lang meine Flüssigkeit über eine Infusion rein in den Körper bekommen, weil der Körper es selber nicht mehr aufgenommen hat. Das heißt, ich musste mir ein System bauen, dass ich nicht zu viel trinke. Und aus dem System wurde nach meiner Rückverlegung damals, also ich hatte einen Stoma, nach meiner Rückverlegung wurde damals ein System, dass ich ausreichend trinke. Aber lass uns mal da tiefer reingehen. Und damit, hallo, hier ist der Kai von Ich und mein Crohn. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wie viel ist denn jetzt ausreichend? Ich habe damals mit einem Proktologen gesprochen und mit einem Visceralchirurgen und beide haben mir gesagt, so ja, 1,5 Liter sollte das Minimum sein, vor allem wenn du eine chronisch entzündliche Darmerkrankung hast. Aber das ist für viele Menschen sehr viel. Und ich habe mir damals das System gebaut, dass ich dann angefangen habe zu googeln und mit Ärzten gesprochen habe und so weiter. Und ich kam dann auf eine Summe zwischen 30 und 40 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht. Und somit komme ich auf knapp 3 Liter ungefähr. Das entspricht auch dem, wie es mir gut geht, wenn ich das getrunken habe. Also ich versuche jeden Tag auf 3 Liter zu kommen. Jetzt sagen viele, boah, wie soll ich das denn hinkriegen? Die Sache ist, ich erzähle dir jetzt hier, wie mein System funktioniert. Jeder braucht sein eigenes System. Deswegen nehme die Inspiration raus für dich, die du verwenden kannst. Und was du nicht verwenden kannst, das lässt du für dich liegen, bitte. Und schaust einfach mal nach diesem Video, okay, an welcher Stellschraube könnte ich jetzt noch ein bisschen drehen? Also mir ist wichtig, nicht einfach nachmachen, was der Mann im Internet macht, sondern gucke, welches System passt besser für dich. Und da sind wir auch schon dabei. Was ist denn mein System? Mein System ist eine kleine Flasche, die quasi so aussieht. Du siehst, sie ist auch noch gut gefüllt. Wir haben mittags, deswegen, ich habe sie gerade noch aufgefüllt. Diese Flasche hier begleitet mich durch den Tag. Ich gehe damit abends quasi ins Bett, stelle sie an meinen Nachttisch, damit, wenn ich morgens aufwache, ich direkt was trinken kann. Und das mache ich auch, nehme die Flasche dann wieder mit ins Badezimmer, sodass ich im besten Fall vor der Arbeit schon 1 Liter getrunken habe, weil du verlierst ja auch über die Nacht sehr viel. Wenn du dann auch noch nachts auf Toilette musst, vielleicht noch mehr. Und deswegen sehe ich immer so zu, dass ich morgens das Ganze ein bisschen nachgefüllt habe. Also habe ich morgens den 1. Liter schon drin. Dann trinke ich am Tag 3 Tassen Kaffee. Viele Leute mit Morbus Crohn und Colitis ulcerosa trinken keinen Kaffee. Den habe ich mir nie nehmen lassen. Ich habe mich auf 3 Tassen reduziert. Damit fahre ich total gut. Und das heißt, 3 Tassen kann ich mit einrechnen. Dann bin ich so gegen Mittag, würde ich mal sagen, mache ich mir die hier wieder voll und trinke die bis nachmittags. Und dann mache ich die noch einmal voll und versuche bis abends, bis zum Bett gehen, die Flasche auszutrinken. Und damit hätte ich 3 Liter. An manchen Tagen gibt es noch Shakes mit dabei, also Proteinshakes, die ich dann zu mir nehme. Das sind auch nochmal so 0,4 Liter. Ich habe ja meine Getränke immer so gebaut, dass ich immer die gleiche Menge habe. Hier habe ich dann 1 Liter, in dem Shaker habe ich 0,4 Liter, eine Tasse Kaffee habe ich, weiß ich, ungefähr so 0,35 mit Milch. Und dementsprechend weiß ich, wie viel ich trinke. Und ich weiß, wie viel ich trinken muss und muss es nicht permanent kontrollieren.
Und damit komme ich sehr gut durch den Tag und habe eigentlich jeden Tag immer die gleiche Menge an Flüssigkeit zu mir genommen. Aber was ist denn jetzt das Problem? Warum trinken denn so viele Menschen zu wenig? Einmal wegen dem Muster, was ich dir gerade gesagt habe, und auf der anderen Seite ist natürlich die Integration in den Alltag sehr, sehr schwierig. Wir werden die ganze Zeit zugeballert mit Informationen, mit Meetings. Wir hangeln uns von einem Meeting zum nächsten, von Termin zu Termin. Und auch ich kenne das. Ich sitze am Rechner, arbeite an irgendeinem Projekt, neben mir steht die Wasserflasche und ich vergesse daraus zu trinken, obwohl sie direkt neben mir steht. Es ist die Integration in den Alltag. Es ist das Leben von außen, was es uns erschwert, oft zu trinken. Und bei vielen Leuten ist halt die Angst, naja, wenn ich viel trinke, muss ich oft auf Toilette. Was aber eigentlich ganz gut ist, wenn es so ist, weil du spülst dann deine Nieren durch. Und ich habe am Anfang gesagt, ich bin Darmrisspatient und Morbus Crohn-Patient. Du möchtest nichts an den Nieren haben, kann ich dir sagen. Deswegen ist es gut, wenn die Nieren einmal durchgespült werden. Aber wie kriegen wir jetzt eine Kontrolle da rein, damit das vernünftig funktioniert? Ich habe damals angefangen, das Ganze zu tracken über meine Uhr. Ich habe hier unten einen Button, wenn ich da draufklicke, kann ich tatsächlich meine Flüssigkeit tracken. Da habe ich meine ganzen Maßeinheiten von Getränken schon vorprogrammiert quasi, vorher angelegt. Also die Literflasche, der Shake und die Kaffeemengen habe ich damit reingegeben. Und jedes Mal, wenn die Flasche leer ist, tippe ich da drauf, habe sofort die Menge an Wasser da drin. Der füllt sich dann, du siehst es vielleicht hier, das Männchen füllt sich. Und am Ende des Tages sehe ich, wie viel ich getrunken habe. Jetzt gerade habe ich 1,35 Liter getrunken. Damals habe ich mir dieses System angelegt, um zu verhindern, dass ich zu viel trinke. Heute ist es mir so in Fleisch und Blut übergegangen, dass ich einfach immer nur einmal hier drauf tippe und dann sehe ich, okay, wie viel habe ich eigentlich getrunken? Ich sollte mal wieder, und dann auf die Uhr guckst du irgendwann. Oder aufs Handy oder wo auch immer du so eine App installieren könntest. Ich nutze die App Waterminder, nennt die sich. Du kannst aber auch andere Apps nehmen, es gibt da unfassbar viele von. Ich habe mit Menschen zusammengearbeitet, die tatsächlich sich eine Flasche gekauft haben, die selbstständig trackt. Das gibt es auch. Ich verlinke dir da mal welche unter diesem Video, kannst du dir mal angucken. Ich selber kenne das nur aus Erzählungen von Menschen, mit denen ich gearbeitet habe. Ich selber habe sie nicht ausprobiert, weil ich mein System hier so habe und never change a running system. Finde dein System, was dir hilft. Du kannst auch eine Strichliste von mir aus dahin stellen. Aber ich habe festgestellt, eine Flasche, wenn die leer ist, muss die voll gemacht werden direkt. Das ist übrigens auch eine Regel. Wenn die leer ist, muss die sofort voll gemacht werden. Nicht eine Stunde später, nicht 10 Minuten später. Ich trinke sie leer, sie muss aufgefüllt werden. Dauert in der Regel nicht lange. Du gehst zum Wasserhahn. Ich trinke Leitungswasser übrigens. Was ich zwischendurch auch immer mal mache, ist, dass ich so 1-2 Mal die Woche noch so eine Elektrolyte in meine Wasserflasche mit reingebe. Das heißt, ich trinke dann eine Flasche ungefähr bis zu 300 Milliliter aus, also bis nur noch 300 Milliliter drin sind. Dann kippe ich da eine Elektrolyte-Mischung rein, die kann ich dir auch unten mal verlinken. Und dann trinke ich noch ein bisschen Elektrolyte. Ich habe immer das Gefühl, das hilft mir noch mal so ein bisschen dabei, so Sachen, die ich mit der Ernährung nicht schaffe, noch mal so ein bisschen auszugleichen vielleicht. Mir ist einfach wichtig, dass du für dich herausfindest, hey, ja, das Thema ist relevant. Ich muss da vielleicht wirklich mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit reinbringen. Und dass du dir dein System aufbaust. Das ist kein Hexenwerk, es ist aber so unfassbar wichtig. Ich habe dir gesagt, ich arbeite mit Menschen zusammen und ich durfte sehr oft miterleben, wie Menschen zu wenig getrunken haben und einen Nierenschaden hatten, neben einer Morbus Crohn-Erkrankung oder in dem Fall war es, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, eine Colitis-Erkrankung. Das möchtest du nicht haben. Du möchtest, dass deine Nieren intakt sind. Du hast eine Baustelle, das ist schon ein Fulltime-Job mit Morbus Crohn und Colitis ulcerosa. Oder wenn du mir zuguckst und hast Darmkrebs, du hast schon genug mit solchen Dingen zu tun. Du musst nicht noch deine Nieren schädigen. Deine Nieren danken es dir. Und ganz zum Schluss haben wir noch ein ganz wichtiges Thema, das ist die Energie. Ich bin Morbus Crohn-Patient. Für mich ist Energie seit dem Darmriss wirklich etwas wie ein Akku vom Handy, der nur noch auf 89% geladen werden kann. Ich muss mit meiner Energie gut haushalten. Und wenn ich viel trinke, habe ich viel Energie. Ich kann fokussierter denken. Mein Stresspegel geht ein bisschen runter, habe ich manchmal das Gefühl. Und ich komme besser durch den Tag. Wasser ist Energie und mein Körper braucht Energie. Alles, was von außen reinkommt, hilft dabei, gut durch den Tag zu kommen. Also, ich würde sagen,
darauf stoßen wir an. Ja. Ab jetzt wird bitte nie wieder zu wenig getrunken. Okay? Haben wir einen Deal? Wir haben einen Deal. Schreib gerne mal in die Kommentare deine Erfahrungen. Trinkst du zu viel? Trinkst du ja zu wenig? Warum trinkst du zu wenig? Warum fällt es dir schwer, ausreichend zu trinken? Auf welche Summe kommst du ungefähr am Tag? Lass mich das gerne mal wissen in den Kommentaren. Du hilfst auch anderen damit, wenn du das reinschreibst, dass sie sehen, wo bin ich eigentlich? Ich bin nicht so alleine damit. Deswegen vielen herzlichen Dank für deinen Kommentar. Wir sehen und hören uns recht bald wieder, du, ich und mein Kron. Und bis zum nächsten Mal. Bis bleibst und wirst du bitte herrlich schubfrei, denn so lebt es sich am besten. Vor allem hydriert. Tschüss, dein Kai.